Wir spielen Super Toastcard. Super Toastcard. Zu einer weiteren Folge von Supertoastcard 1.a.s. Und ich habe mir heute 5 plus 1 Card ausgesucht, weil im letzten Part am Ende ging es ja nicht mehr weiter, weil der Add-on-Store down war. Irgendwie Supertoastcard ging nicht mehr weiter, warum auch immer. Auf jeden Fall habe ich da dieses wunderschöne Snooker-Table. Jetzt auch noch, was wir spielen wollen. Mit dem fangen wir an. Soccer on a snooker table, each team has 2 holes to defend. Middle holes are neutral, giving you time to get items. Das ist auch interessant. Hallo? Ah ja. Jetzt geht's. Jawohl. So, bin mal sehr gespannt, wie das Ganze hier abläuft. Wir haben ja ein schönes kleines Card. Und wir spielen direkt mit der schwarzen Kugel, was ja lustig ist. Wir dürfen die nicht in unser Loch reinkriegen, sondern komplett in die andere Richtung. Ich weiß nicht, wo die anderen Leute sind. Die fahren irgendwie auf der anderen Seite der Map so ein bisschen rum. Oh nein! Jetzt werde ich hier attackiert. Ich muss nur kurz ein bisschen mich zurechtfinden. Aber es ist gut, dass da steht Red und Blue. Weil sonst wüsste ich, glaube ich, auch nicht, wo oben und unten und vorne und hinten ist. Okay, irgendwie ist er jetzt weg. Ich glaube, er ist ins Loch gefallen. Ich weiß aber nicht genau. Oh no, oh no. Nein! Da haben sie einen Punkt gemacht. Okay, das Tor ist scheinbar ziemlich weit unten, aber ist okay. Ja, meine Chance. Meine Chance. Und sogar ein Eigentor. Okay, let's go. Eine sehr entspannte Musik. Ich muss sagen, ich find's cool, dass man so in die Ecken schießt. Das ist irgendwie geil. Nein, ich dachte, ich krieg den Ball, aber ich habe nur den Gegner getroffen. Schade. Oh nö, ich glaube, der geht rein. Ah. Oh nein, ich habe zu fest geschossen. Und jetzt in die andere Richtung. Oh no. Ich glaube, jetzt ist er in der Seite reingefallen wahrscheinlich. Weil er gerade nochmal neu gespawnt wurde. Nein! Jawohl! Die machen zwar immer Eigentore. Wieder Sarah? Scheinbar. Alle stehen jetzt hier. Sehr gut. No. Aua. Meine Chance! Aber ist nicht drin, oder? Nee. Yo! Alter, Kiko am Abgehen hier. WTF? Krasse Leistung, ey. Also Kiko auf jeden Fall Leader in dem Team hier. Ja komm, Sarah, mach wieder Eigentor! Die Map ist echt ziemlich groß und wenn die mal echt unterwegs sind... Oh Gott, er hat verhauen. Ach nee, aber er nicht. Yo, wie der reinspinnt. Sehr, sehr fancy. Naja. Das Tor hat nicht mehr gezählt am Ende, ne? Oh, das ist fies, ne? Wenn du am Ende... ganz am Ende den Ball reinmachst, dann ist es dann doch so, dass es große Wahrscheinlichkeit gibt, dass es nicht zählt, der Punkt, okay? So sieht das hier Ganze aus. Es ist ein Pool-Club hier mit ein paar Stühlen und sogar ein paar Pokalen hier. Das ist doch nett. Snooker Championship. Gibt es echt eine Sprache, wo man Billard zuschreibt? Ich kenne es immer nur ohne I, also Billard. Aber hier steht es auch so. Okay, cool, dass sich das so mitdreht quasi. Wunderbar. Sehr nice. Snooker Championship. Die ganzen Pokale hier. Nicht schlecht. Lustig, wenn da irgendwie so ein Easter Egg-mäßig da eine 6 drin liegen würde und hier eine 7. Ach nein, der ich ja schlau. Ah, cool. Ah, dann haben wir gerade gesehen, wie runtergefallen ist hier. Aber wie kann es sein, dass ich jetzt hier einfach nichts tue und es trotzdem einfach nur 0:2 steht? Wunderbar. Ne, ich finde die Map cool. Sehr, sehr kreativ. Mir macht sie Spaß. Natürlich 1 gegen 7 ein bisschen schwierig. Aber dennoch sehr, sehr lustig. Ich bin auf jeden Fall bei den 3 Sternen. Die 3 Sterne sind gegeben und wir gehen direkt zum nächsten. Und zwar zu einer Mine. Zu den Shrooms. Shrooms Mine. Light Shrooms Showed Away. Ich habe die gesehen, dachte mir, boah, so eine Mine. Ich mache die alte Mine auch sehr, sehr gerne als Map. Lass die mal anschauen. Version 4. Ich bin sehr gespannt. Ach, stimmt. Es ist ja momentan eine Ostern-Season. Ha. Und ich hatte am 5.4., also an Ostermontag, Geburtstag. Hey. Oh, aber sehr schöne Map hier. War da gerade ein Ei gewesen? Nee, das ist... Ich habe gerade eine Nitroflasche mit einem Ei verwechselt, aber hier eine Eierjagd finde ich auch lustig. Oh, ich mag die Atmo sehr gerne. Aui. Aui, aui. Wow, das ist so schön mit diesen Pilzen überall. Ich mag das. Fast ein bisschen kurz, ehrlich gesagt. Ich könnte hier sehr lange fahren. Das ist halt schon ein bisschen eine kleinere Strecke, aber das ist in Ordnung. Die Musik ist irgendwie auch sehr entspannend. Das ist so ein bisschen das Meditative, das habe ich so ein bisschen das Feeling. Aua. So ein Part mit so einem Gitter, wo man drüber fährt und drunter Pilze sind, also so, das hat man jetzt auch noch nicht so häufig gehabt. War da eine Abkürzung? Ja, sieht fast so aus, ne? Ich will mal kurz nochmal die Abkürzung schauen, ob man die gut nehmen kann oder nicht, wenn ich nicht gerade eine Zeitstrafe kriege.
Added by Crystals, das ist ja cool. Hier kann man ganz normal fahren, oder? Das zählt dann auch. Ich glaube, da sollte ich nicht sein. Ich sage halt, beim Tunnel ist mir noch ein bisschen zu wenig. Weil man da nichts macht, außer nur geradeaus fahren. Wow. Sieht schon cool aus. Taugt. Schauen wir uns das Ganze nochmal genauer an. Sehr, sehr cool gemacht. Ich mag das gerne. Und wahrscheinlich genau deswegen geht es nur in eine Richtung. Das finde ich aber gar nicht notwendig. Wieso man da nicht dann in die andere Richtung einfach eine Rampe macht. Und hier dieser Tunnel. Der hat sehr, sehr niceen Vibe. Ja, bei manchen Dingern, ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Dass zum Beispiel hier diese Textur hier durchscheint. Oder dass man hier auch so rausgucken kann. Ob das gewollt ist, das weiß ich nicht. Sehr schön mit diesen wunderschönen Laternen. Hat schon Stil. Ich bin aus Versehen hier hochgefahren und bin dann hier quasi rausgefallen. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder ob das nicht beachtet wurde, aber es ist kein großer Act. Ich würde trotzdem erstmal 2 Sterne geben. Ich finde die Map sehr, sehr geil. Das Einzige, was ich noch so anzumeckern habe oder anzubringen hätte, wäre wirklich einmal, dass man die Map startklar macht für Rückwärtsfahren und dass man hier vielleicht diese Endgerade hier ein bisschen vielleicht mit ein paar Bananen oder irgendwas noch, vielleicht, dass man über jeden Pilz oder so eine Banane macht oder irgendwas der Art, dass man da ein bisschen, ja, mehr Herausforderung hat, weil hier am Ende fährt es wirklich nur geradeaus, ohne Item, ohne nichts, mit ein bisschen Boost noch oder vielleicht auch irgendwelche Speech-Pads, sowas könnte man sich auch überlegen, also genau. Und dass wir es halt irgendwie rückwärtsfähig machen, genau, hier müsste auch wahrscheinlich eine Rampe sein, weil sonst wird man da drunter fahren. Das will man natürlich nicht. Genau, aber im Großen und Ganzen eine sehr coole Map. Ich würde noch die 2 Sterne geben, aber sehr, sehr knapp Richtung 3 Sterne auf jeden Fall. Die Sterne wurden gegeben und wir kommen jetzt zu was Besonderem. Und zwar habe ich davon gar nicht mitbekommen, aber es gibt eine Map von She-Happen. Und hier meint der Map-Ersteller, die Map-Erstellerin, I am 8 years old and this is my first track to upload. Ich bin sehr, sehr gespannt, was es ist. Ich bin schon mal jetzt mega Respekt dafür, weil ich bin, ja, über 3-mal so alt und hab's bisher noch nicht hinbekommen, irgendeine Map oder irgendeinen Card zu erstellen, obwohl ich da echt mal Bock drauf hätte, ne? Und dann schauen wir mal, was das Ganze kann. Gut, der Boden ist auch ein bisschen flickery, aber auch nur gerade beim Start gewesen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass der Boden nicht die beste Textur hat, dass man den auch für längere Zeiten dann so ein bisschen, ja, ein bisschen Augenweh kriegt. Aber krass, ey, also wirklich, ich würde ja jetzt wahrscheinlich sowas nicht mal hinkriegen, ne? Und dann gibt es Leute, die sowas mit 8 Jahren hinkriegen, das ist insane, das ist wirklich insane. Ich finde, die Map macht Spaß. Sie ist natürlich nicht das krasseste ever. Oh, man kann ein bisschen feststecken, was ein bisschen blöd ist, aber das ist okay. Oh, das war jetzt ein Skill-Issue. Aua. Was ist da die Map? Könnte ich mir vorstellen, sonst so 20 Runden zu fahren oder so. So, hau ich dir mal hin. Oh, der hat auch eine. Upsi. Jo, okay. Es ist echt so ein bisschen auch ein Battle, dass man sich so gegenseitig runterhaut und so. Ja, ich muss sagen, es ist vom Layout her echt eine ganz lustige Sache. Ich muss sagen, das Vorschaubild ist noch nicht das allerbeste und das hier ist wahrscheinlich das, was mich am meisten stört hier. Das ist am Anfang so... Und auch die Textur ist, glaube ich, das Hauptproblem für mich. Und meinen eigenen Fahrstil, der auch, aber gut, da kann der Map-Ersteller nichts dafür. Die Kurven sind schon gar nicht so ohne, vor allem das ist halt so ein bisschen Short, Rainbow Boulevard, Rainbow Road Vibes vom N64, so mit ohne Wände und so weiter und so fort, ne? Und ich muss sagen, die Map macht Spaß, die macht wirklich Spaß. Ich muss sagen, ich schaue jetzt nicht unbedingt auf die Strecke, sondern halt so ein bisschen nach oben, also quasi über das Kart, weil mich sonst wahrscheinlich die Textur ein bisschen zu sehr nerven würde. Weil die schon sehr schwierig ist. Ich weiß nicht, was man da tun könnte, dass man die vielleicht ein bisschen weniger oft loopt. Oder dass man die vielleicht die Textur hochauflösender macht. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Aber im Großen und Ganzen finde ich die Map gar nicht ganz süß. Auch von weiter oben ist ziemlich nicht bang, aber ja, auffällig sein, die Textur, muss man sagen. Schauen wir nach, was hier oben ist. Hier ist einfach so eine Art, ja, so ein Turm hier oder so eine Grassäule. Und hier dasselbe. Ich muss aber sagen, diese Brücke, die ist echt gut gelungen. Gut, zur Bewertung ist es für mich natürlich ein bisschen schwerer als bei so einer Map, weil einerseits finde ich es eigentlich schon mega krass, dass man sowas mit 8 Jahren auf die Beine kriegt oder stellen kann. Andererseits ist natürlich, kann ich hier auf keinen Fall irgendwie 3 Sterne oder so dafür geben, das ist klar, weil das wäre auch unfair irgendwo anderen Maps. Ich würde, es ist schwierig. Natürlich muss ich jetzt zwischen den anderen beiden Bewertungen schwanken. Dadurch, dass diese Texturen halt leider doch sehr, sehr viele Probleme machen und das, glaube ich, auch auf längere Zeit echt anstrengend werden könnte für die Augen und so weiter, würde ich jetzt erstmal
noch einen Stern geben. Wenn irgendwas angepasst werden kann, auch in den Grafikeinstellungen, lasst mich das gerne wissen, dann würde ich das gerne ändern. Ich finde das mega krass und ich würde, wenn ich könnte, 1,5 Sterne geben. Aber ich glaube, 2 Sterne ist dann doch ein bisschen, da fehlt noch ein bisschen was. Ob man dann vielleicht noch Brückenpfeiler hinbaut, irgendwas in der Art, dass man die Map noch ein bisschen vielleicht optimieren könnte. Aber wirklich die Textur, das wäre das Hauptproblem. Wenn das nicht wäre, dann würde ich hier stabile 2 Sterne geben in meinen Augen. Also wenn die Textur hier ein bisschen, ja, nicht so dieses Problem hätte, wie ihr hier seht. Und auch beim Start. Ich hoffe, ich bin wirklich nicht zu gemein zu der Map, weil ich finde die Map echt gut. Nur sie hat halt echt noch sehr, sehr viel Potenzial, welches sie in meinen Augen noch ein bisschen liegen lässt. Wir schauen dafür die andere Map von dem guten Map-Besteller auch nochmal an. Und ja, das Vorschaubild könnte man auch anpassen. Wenn das angepasst wird, dann würde ich auch sagen, geht nach vorne bei der anderen Map auch. Gut, Flat Lava jetzt hier. Die zweite Strecke, schauen wir mal, ob das eine Verbesserung ist. Okay, hat schon ein paar Special Sachen hier. Fort, mach mal die Musik, das ist in Ordnung. Aber ich glaube, der Mappersteller mag ganz gerne so Maps, die in der Luft fliegen. Das ist aber, es ist auch eine Art von Maps, die man macht. Das ist okay. Ich glaube, die sind am Anfang auch am leichtesten zu machen, könnte ich mir vorstellen. Wieso gibt es hier Gewitter? Ich bin kein großer Fan von Gewittern in diesem Videospiel, muss ich sagen. Also in Superscrat bin ich kein Fan von den Blitzen. Kommt aber auch daher, dass ich sehr gerne abends zocke, wenn es draußen ein bisschen dunkler ist und auch mein Arbeitsplatz ein bisschen dunkler ist. Und dann so ein Flashbang was zu kriegen, ist nicht unbedingt meine Lieblingsbeschäftigung. Eine Sache, die ich bei der Map nicht ganz verstehe, warum das Ganze schwebt, also die ganze Track und warum der nicht quasi einfach auf dem Lava drauf ist, dass man halt wirklich... Ob man jetzt hier runterfällt oder dann in die Lava reinfällt und deswegen zurückgesetzt wird, tut ja in meinen Augen eigentlich keinen großen Unterschied machen. Also da verstehe ich die Entscheidung ehrlich gesagt nicht ganz. Aber ich finde es auf jeden Fall besser zu fahren auf jeden Fall als die vorherige Map. Vom Spaßfaktor her finde ich die vorherige fast besser, weil da die Kurven schöner waren. Die sind hier ein bisschen sehr eng, muss ich sagen. Ja, man muss halt sagen, dass diese Map hier einfach viel ausgereifter ist. Also das ist auf jeden Fall schon ein großer Fortschritt. Das muss man schon echt positiv hervorheben in meinen Augen. Ich muss sagen, dieses Auto steuert sich ein bisschen wie ein Kühlschrank. Ich muss sagen, das Map-Layout gefällt mir hier weniger als bei dem davor. Weil es halt wirklich nur gerade ist und dann 2 Kurven und dann wieder zurück. Aber es ist viel ausgereifter, deswegen werde ich hier auch 2 Sterne geben. Die Blitze braucht es in meinen Augen gar nicht. Also die könnte man eigentlich komplett killen. Ich sehe bei den Blitzen ist nicht wirklich ein Mehrwert, ehrlich gesagt. Aber Ziellinie, alles ist da. Da muss ich sagen... Man könnte vielleicht sagen, dass die Strecke entweder nach unten auf die Lava gesetzt wird oder dass die vielleicht irgendwelche Stempen, also so eine Art Pfeiler hat. Oder dass man irgendwie die Lava mit der Strecke verbindet, dass man da irgendwie so eine Art Hügel macht oder so. So ein Vulkangestein, irgendwas, weil ich muss sagen, dass es so rumfliegt. Das sieht halt einfach nicht so toll aus in meinen Augen. Dass diese ganzen blauen Bälle da sind, die sind eigentlich nicht schlecht, das ist echt ganz cool. Und ich glaube, man kann die Map schon noch ein bisschen aufwerten. Aber im Großen und Ganzen ist es eine solide Map und für die zweite Map echt eine geile Map, muss ich sagen. Genau, das ist die Map von oben. Bälle sehen ein bisschen aus wie Ostereier. Das verstehe ich auch nicht, warum da am unteren Bildrand dann wieder die Lavatextur angezeigt wird bei mir. Aber ich glaube, das ist so ein Windows-Ding. Gut, das Ganze ist eine Skybox hier wahrscheinlich und da schwebt halt diese Lava drin. Ja, es ist okay, wirklich. Die Textur ist viel besser. Ist ja auch nicht optimal, also warum man so viele Striche hier braucht, weiß ich jetzt nicht genau. Ja, aber sie ist besser, also sie tut den Augen nicht weh und das ist halt das, was mich bei der vorherigen Map eben gestört hat, dass die halt wirklich anstrengend war zu fahren, wegen dem Visuellen, aber die jetzt nicht unbedingt. Wobei ich auch nicht weiß, warum da oben jetzt am oberen Bildschirmrand die ganze Zeit so ein Strich hin und her geht. Naja, irgendwie, was ganz unten ist, kommt ganz oben raus. Aber es könnte natürlich auch an mir liegen. Das muss nicht an der Map liegen. Wenn ihr wisst, warum das so ist, dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Mich stört es aber nicht so wirklich zwingend, denke ich mal. Dadurch, dass auf jeden Fall ein großer Fortschritt zur ersten Map war, würde ich auf jeden Fall 2 Sterne geben. Aber gerne noch weiter an den beiden Maps arbeiten. Finde ich mega cool. Dass es Leute gibt, die schon so früh mit der Map-Erstellung beginnen, finde ich mega cool. Und ich hoffe, ich war nicht zu streng bei diesen beiden Maps. Kommen wir nochmal zu Northern Village. Also im hohen Norden. The track is designed in the style of Northern Resort Happy New Year. Also das ist dann von der Jahreswende ungefähr. Also hier der hohe Norden, ne? Und hier dann Northern Village. Och ja, wunderbar. Ich liebe dieses Kart. Frozen World von Vaesie. Oh, aber schöne Musik und auch schönes Feeling hier. Oh, da ist Abkürzung. Cool. Die fahre ich in der nächsten Runde, glaube ich. Nee, also wirklich eine sehr, sehr schöne Map. War da auch eine Abkürzung? Ich glaube nicht. Dann schaue ich jetzt mal, dass ich die nehme. Das war jetzt wo? Hier lang. Ah, nee, ist gar keine Abkürzung. Ich dachte, das wäre eine gewesen. Ach, die fährt dann wieder zurück. Oh, ja gut, ich bin nur lost. Wie schnell ist denn der vor mir? Echt, dieser Teil, der verwirrt mich ein bisschen. Da könnte ich meinen, dass ich da drüber kann.
Aber dem ist natürlich nicht so. Also das könnte man vielleicht noch irgendwie schauen, dass man da wie ein Schild hinstellt oder so. Keine Ahnung. Aber sonst finde ich die Map perfekt eigentlich. Ich wüsste nicht, was man da großartig ändern sollte. Und im Moment dieses Jumpscare von diesem Kart. Ich denke auch rückwärts wird diese Map echt cool werden. Auf der Ziellinie noch weggedödelt. Ja, wunderbar. Nee, ich mag die Map sehr, sehr gerne. Und wenn man sich auch das anschaut, dann sieht man erst, wie viel Mühe der hier reingeflossen ist. Hier eben der Start, alles sehr schön farbenfroh. Da geht richtig was ab. Und wenn man dann eben dann hinten ins Village fährt, dann ist alles schön ruhig. Das hat wirklich ordentlich Stil, finde ich. Hier kann man natürlich auch noch ein bisschen umschauen. Hier die ganzen Häuser, sehr, sehr schön. Eine wunderbare Ziellinie. Like it. Sogar so schöne Girlanden, die von den Häusern, die sich verbinden zwischen den Häusern. Überall sind auch Häuser mit Licht. Manche Häuser sind auch schon komplett eingeschneit, so halb, ne? Und noch diese Höhenunterschiede finde ich mega cool. Und diese wunderschönen Durchgänge, Tunnels mache ich auch sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Ne, sehr schön. Und dass sich manche Lichter so bewegen, hat schon Stil. Genau, das ist wahrscheinlich das Einzige, was mich noch stören würde. Diese Passage hier. Hier könnte ich mir vorstellen, dass hier irgendwie ein Schild oder irgendwas, oder eine Leitplanke oder irgendwas dazwischen ist, dass man weiß, okay, weil wenn man von hier kommt, finde ich, könnte man meinen, hey, da drüben ist ja eine Abkürzung. Die linke. Ne, das ist das, was ich nicht ganz gut finde. Aber das ist das Einzige, wo ich überhaupt meckern würde, ehrlich gesagt. Sonst ist hier alles mega fein. Und ja, ich würde dir auch die 3 Sterne geben. Die 3 Sterne sind gegeben und wir machen nochmal eine Map, die unbedingt dazu passt. Und zwar die Map Resort Going South von Skindor Mimimimis. Also einmal Mi mehr. Und OG von Canis Lupus. Und zwar in honor of the now lost Northern Resort, playing with 18 plus AI cards may crash the game. Ja gut, das machen wir auch nicht. Wir spielen jetzt mit unseren 4 Leuten oder mit 4 weiteren Leuten, wie immer, in diesem Format. Und ja, let's go. Aber ich finde es lustig mit Resort Going South, dass es quasi mehr oder weniger so ein Witz ist, weil hier scheinbar das auf dem Kopf steht und das Gegenteil von Norden ist der Süden, ne? Schauen wir mal, wie das so ist. Okay, da hinten, es scheint einiges spannend zu sein. Also hier ist noch alles okay. Wie im Normalen. Aber jetzt wird's abgehen. Okay, das ist interessant bisher. Die Musik ist ein bisschen uncomfortable, ehrlich gesagt. Weil die so dunkel, so tief ist. Oh. Da geht's nicht lang, sondern hier runter. Oh, oh no, oh no. Aber finde ich cool, dass es so ein Edit quasi gemacht wurde von dieser Map. Das war knapp. Was war die Musik? Also wenn man die länger hört, ist es heftig. Also die Kurve zu nehmen, ist aber auch advanced. Ja, wow, danke für nichts. Jetzt fliege ich hier so runter wie so ein nasser Sack. Boah, die letzte Runde geht aber jetzt ab hier. Das ist ja fast das normale Lied, ne? Bin gespannt, wie es in die Anrichtung gehandelt wurde. Das ist so komisch. Was macht denn der auf der Map, der eine? Kann man die rückwärts fahren überhaupt? Ja. Das finde ich sehr, sehr cool. Sieht man hier einen Sprung bei 2 Wege? Habe ich gerade richtig gesehen? Hä? 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 Geht's da nicht weiter? Ja, okay, das ist dann ein bisschen blöd. Okay. Ja, also ich muss sagen, die ist noch nicht so ganz perfekt ausgereift. Sehr schön. Dieser Emoji mag ich gerne. Aber ich verstehe, was die Map sein will. So eine schöne, ja, schöne Ergänzung. Und so ein Tribut, mehr oder weniger. Ich wollte hier mal lang fahren, da geht's nicht weiter. Das ist hier ein Teil, okay. Ja, okay, dass das direkt da ist, aber auch komisch. Aber wie, ich verstehe nicht, wie soll ich diese Kurve schaffen? Kann man diese Kurve gut schaffen? Wahrscheinlich können das nur Profis und ich nicht. Ja, ich würde sagen, wir sind mal bei den 2 Sternen. Das ist eine nette Map, ja. Aber es ist jetzt... bei mir schon noch zu viele Stellen, die noch nicht so passen. Ehrlich gesagt, vor allem rückwärts auch. Dass ich dann sage, okay, bleiben wir dann doch erstmal bei den 2 Sternen. Und hier sehen wir das immer, er war jetzt auch ganz schön, was das alles so geändert wurde. Normalerweise ist die Map ja diese hier, dass man hier so fährt, ne? Hier lang, da lang, hier zurück, hier drüber. Genau, dann da durch und dann hier zurück, ne? Das müsste die normale Strecke sein. Jetzt fahren wir halt anders. Jetzt fahren wir halt in der Richtung hier rüber. Es gibt dieses Eck. Wir müssen eigentlich fast nochmal das in der richtigen Reihenfolge jetzt mal gucken. So, ich würde trotzdem nochmal in die Richtung machen. So, genau. Also wir würden jetzt quasi diesen Teil hinten hier komplett skippen.
Ah nein, wir fahren hier lang. Dann den Weg hier. Dann hier rüber. Und dann fahren wir da lang. Da lang. Hier runter und das hier. Das heißt, was wir skippen, ist dieser Weg hier. Wundert mich, dass da trotzdem noch Items sind, ehrlich gesagt. Dann skippen wir den Weg hier. Den hier, diese Brücke. Und den Weg hier unten. Genau, sonst ist es echt ziemlich vollständig. Genau. Und rückwärts ist es dann eben anders. Wie alle runterfallen hier, das ist wie wild. Verstehe man, das macht der realer OG. Fantastisch. Aber hier wird ja nie gefahren, ne? Genau. Das Ganze mit so Schneehaufen bedeckt, finde ich aber mega cool. Das ist eine nice Idee. Genau, und deswegen war dieser eine Knubbel hier im Weg, weil der halt quasi zur Map gehört, ne? Sogar mit extra so Dingern gebaut. Also das ist natürlich schon eine Arbeit gewesen, dass man jetzt nicht einfach so sagt, okay, der Weg geht darüber und man macht einen easy Schneehaufen, sondern man macht hier echt so eine Brücke mit richtigen Pfeilern. Das finde ich sehr, sehr cool. Obwohl das hier quasi ersetzt, dieses Teil hier, weil das hier komplett hohl ist, scheinbar. Genau, und hier unten wäre der andere Weg gewesen. Dann springt man da quasi ins Ziel. Ja, ist interessant. Was mich ja schon immer interessiert hat, ob ich da zu den Häusern hier hinkomme. Tatsächlich kann ich das. Die sind tatsächlich komplett modelliert. Das ist aber auch mega cool. Das wusste ich gar nicht. Hier gebe ich auch 2 Sterne. Ist eine lustige Idee. Noch nicht ganz ausgereift, aber macht Spaß. Und dann wären wir auch fertig mit dieser Folge. Wenn ihr On-Strecken habt, die ich zeigen soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, tut das gerne. Und liken nicht vergessen, wenn ihr Bock habt, auch hypen. Hier ist aufgefallen, die letzte Folge hat irgendwie 100 Aufrufe, was ich mega cool finde. Aber irgendwie auch ein Like und ein Dislike. Also ich weiß nicht, wer hier böse Sachen sagt, aber alles gut. Ich freue mich auf eure Bewertung und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ciao, euer Zickerflieg.